Geschätzte Bürgerinnen, geschätzte Bürger, sehr geehrte Damen und Herren. Unsere finanziellen Mittel und unser Vermögen ist vollständig aufgebraucht. Diese wirtschaftliche Existenzvernichtung ist von der Schweiz zu verantworten. Wir werden bis heute bespitzelt, beschattet und kontrolliert. Die Kommunikation nach innen und außen wird geblockt und mit großem Aufwand wird verhindert, dass wir die Bevölkerung, das Parlament und die Medien über die Angelegenheit informieren. Wichtige Post erhalten wir bis heute nicht. Ich möchte auf die früheren Videos verweisen auf diesem Kanal, insbesondere auf die Zersetzungs- und Stasi-Maßnahmen der Schweiz, auf die Übersicht unrechtsstaatlichen Verhalten von der Schweiz, dem VBS und die Existenzvernichtung, die persönlichen Botschaften an die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Bundesrat Martin Pfister, an die Ansprache an die Schweizer Räte, wollen Sie warten, bis wir umgebracht werden, und auf das letzte Video, die Schweizer Lügen sind keine Lösung, Bundesrat Pfister, die Lösung ist zwingend notwendig. Wir haben per 1. September 2025 ein neues Ersuchen gestellt. Dieses Lösungsersuchen für eine vernünftige Lösung und für die Beendigung dieser Angelegenheit ging an den Gesamtbundesrat. Ich werde diesen Brief vorlesen und am Videoende auflegen, sodass Sie diesen selber lesen können. Persönlich einschreiben, Privatsphäre. Schweizer Bundesrat, Schweizerische Bundeskanzlei, Bundeshaus West, 3003, Bern, Schweiz. Lübeck, 1. September 2025. Offener Brief. Dringend. Ersuchen für eine vernünftige Lösung betreffend der Angelegenheit Sport-App, Aufarbeitung durch die Eidgenossenschaft, privater Schaden. Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Keller-Sutter, sehr geehrter Herr Bundesrat Pfister, sehr geehrte Frau Bundesrätin Bohm-Schneider, sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, sehr geehrter Herr Bundesrat Gassis, sehr geehrter Herr Bundesrat Dr. Rösti und sehr geehrter Herr Bundesrat Jans. In obiger Angelegenheit ersuchen wir Sie um eine dringende und vernünftige Lösung. In der Angelegenheit ist kein gerichtlicher Weg möglich. Einerseits wegen den zahlreichen Missbräuchen und Verfassungsverstößen in der Angelegenheit an den Schweizer Gerichten, andererseits aus der tatsächlich stattgefundenen existenziellen Vernichtung, Zersetzung von uns durch die Eidgenossenschaft seit Beginn der Aufarbeitung der Angelegenheit vor über 6 Jahren. Damit bestehen auch keine Mittel und keine Zeit für solche Verfahren. Wir haben mehrfach darauf aufmerksam gemacht, auch in den Strafanträgen. Die Verfügung vom 23. Mai 2025 des außerordentlichen Staatsanwaltes über die Strafanträge gegen die Schweizer Bundesanwaltschaft ist weder hinsichtlich der Rechtsnormen noch verfassungsrechtlich haltbar. Eine rechtliche Auseinandersetzung scheitert an den hierin aufgeführten Gründen. Anfangs Mai 2025 ist gegen Daniel Sulzer eine Zwangsvollstreckung über rund Euro 250.000 ausgestellt worden. Gleichzeitig wurde die vermeintliche Schuld ins deutsche Schuldenregister eingetragen mit den harten wirtschaftlichen Konsequenzen für Daniel Sulzer. Die Zwangsvollstreckung basiert auf missbräuchlichen Gerichtsurteilen in der Schweiz, die im Rahmen von Strafanträgen bei der Bundesanwaltschaft bisher nicht an die Hand genommen wurden. Mit dem missbräuchlichen Entscheid vom außerordentlichen Staatsanwalt des Bundes über die Strafanzeigen gegen die Bundesanwaltschaft, Verfügung über die Nichtandihandnahme und die Weiterführung der Zersetzungsmaßnahmen bis zum heutigen Tag
hat uns die Eidgenossenschaft die vollständige wirtschaftliche Existenzvernichtung zugefügt. Wir erleiden in diesen Tagen den vollständigen wirtschaftlichen Kollaps. Sämtliche Einkommensquellen sind wegen obiger Zersetzungsmaßnahmen versiegt und das Vermögen ist vollständig vernichtet, samt Doppeleinfamilienhaus, Erben, Pensionskassen, Bankkonten sowie die Unternehmenswerte. Die ursächlichen Gründe für die Situation insgesamt stammen aus den missbräuchlichen Verhaltensweisen von Personen der Eidgenossenschaft, namentlich der Bundesverwaltung, der Gerichte, der Bundesanwaltschaft. Diese wurden und sind andernorts mehrfach aufgeführt, sowie dem Schweizer Bundesrat und dem Parlament bekannt. Ein von uns Anfangs Mai 2025 beim VBS, Herrn Bundesrat Martin Pfister, eingereichter Lösungsvorschlag wurde durch seinen Chef Recht VBS, Dr. Jur Gerhard Saladin, mit unwahrem Argument abgesagt. Mithin hat er eine vernünftige und gütliche Beendigung der leidigen Angelegenheit vereitelt und die Möglichkeit für die vollständige, finale Existenzvernichtung von uns geschaffen. Herr Dr. Saladin arbeitete bereits im Generalsekretariat des VBS unter der Leitung von Frau Viola Amherd. Bundesrat Martin Pfister liegt seit Juni 2025 ein weiterer Lösungsvorschlag vor. Darin würde die Eidgenossenschaft den Rahmen für eine Lösung selbst bestimmen. Die Lösung soll in Anlehnung an die Ereignisse vernünftig sein. Wir ersuchen nun den Gesamtbundesrat um die vernünftige Entschädigung im Rahmen der vorgelegten Lösungsvorschläge. Wegen der wirtschaftlichen Situation ist die Lösung dringend. Wir werden wegen eines privaten Events in der KW 37 bis KW 38 in der Schweiz sein. Für ein Lösungsgespräch stehen wir Ihnen zur Verfügung. Wir bitten Sie um Ihren positiven Entscheid, sodass der von der Eidgenossenschaft angerichtete wirtschaftliche Kollaps auf unserer Seite noch verhindert und die missliche Angelegenheit allumfassend beendet werden können. Mit freundlichen Grüßen, unterzeichnet Daniel Sulzer, unterzeichnet Andrea Sulzer. Wie gesagt, ich werde diesen Brief am Ende dieses Videos auflegen, dass Sie ihn selber lesen können. Wir ersuchen den Gesamtbundesrat an dieser Stelle nochmals und eindringlich eine Lösung zu erwirken. Diese Angelegenheit muss beendet werden. Keine Lösung wird in ein Fiasko enden, das letztlich auch der Schweiz schadet, hinsichtlich dem Rechtsstaat, der Demokratie und der Reputation. Wir ersuchen Sie also eindringlich, hier ein Ende zu setzen, einen Punkt zu machen und die Lösung vernünftig zu ermöglichen. Im Weiteren ersuchen wir, dieses Ersuchen beim Gesamtbundesrat zu unterstützen, von all jenen, die uns zuhören, von den Mitgliedern des Parlaments und von jenen, die auch in dieser Angelegenheit beteiligt sind. Vielen Dank.